Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Crossworks Cycles. Ich bin der Sascha und heute stelle ich dir unser Dash vor. Unser Dash ist unser Enduro-Bike, Trailriding-Bike oder einfach eine gute Zeit haben. Wir sind ein reisorientiertes Unternehmen, das heißt, unsere Gene liegen im Racing und mit einer möglichst hohen Kompatibilität mit diesem wurde unser Dash entwickelt. Das hier ist unser Dash 290. Es hat 160 mm Federweg an der Front, beziehungsweise kann man auch 170 mm specken und 155 mm am Hinterbau aus einem 60 mm Hubdämpfer, der 230 mm metrisches Maß besitzt. Wie schon gesagt, das Ganze ist Full 29. Man kann es theoretisch Mullet fahren, dann müsste man uns Bescheid geben und es wird ein anderer Hinterbau eingebaut. Das heißt, man braucht dann eine andere Schwinge. So aus dem Stand funktioniert es leider nicht, denn dann ist es einfach hier unten zu eng. Unser Dash bieten wir in den Rahmengrößen S, M, L und XL an, was Körpergrößen von ungefähr 1,55 m bis 2 Meter abdeckt. Wir verwenden den aktuellen UDH-Standard, das heißt, es ist möglich, eine Transmission-Gruppe an dem Rad zu fahren, aber auch ganz normal mit unserem Schaltauge handelsübliche Schaltwerke von anderen Herstellern zu fahren. Der Rahmen in M mit Hardware ohne Dämpfer wiegt ungefähr 4,2 Kilo, roh und unbeschichtet. Wir haben geschraubte BSA-Lager, wir haben sehr groß dimensionierte Lager hier an unserer Umlenkung, was eben für eine ordentliche Wartungsfreundlichkeit sorgen soll. Das Ganze ist ein abgestützter Eingelenker, was bedeutet, man hat ein großes Hauptlager, um das sich das Hinterrad dreht, und hier unten gibt es noch eine Umlenkung, die dann den Dämpfer ansteuert. Zu den Daten vom Rad kann man sagen, es hat 65 Grad Lenkwinkel bei 571 mm Einbauhöhe der Federgabel, also ungefähr eine 160er Gabel, so wie das jetzt hier der Fall ist. 79 Grad Sitzwinkel, was für eine sehr aufrechte, kompakte, tretfreudige Sitzposition sorgt, gerade im Uphill. Ein sehr komfortables Feature, was auch immer wieder ein tolles Feedback von unseren Kunden ist, die uns das im Prinzip so bestätigen. Die Kettenstreben sind über alle Größen 447 mm lang. Der Reach wächst von 420 mm in S über 450, 480 und 510 mm in XL. Der Stack von 632 bis 650 mm in den entsprechenden Größen. Die Sitzrohrlänge in S ist 390 mm, in M 415, in L 445 und in XL 470 mm. Das gewährleistet dann im Prinzip, dass wir auch Stützen mit 200 mm Verstellweg fahren können oder specken können. Unser Rahmen wird, wie alle unsere Rahmen, komplett aus Aluminium gefertigt. Dabei machen wir die Rohrvorbereitung hier bei uns im Haus selbst. Die Frästeile, wie zum Beispiel die schönen Steuerrohre, auch das ganze Kanu hier unten, in dem der Dämpfer drin sitzt. Hier die Teile vom Hinterbau, das Ausfallende, das UDH-Ausfallende, aber auch auf der anderen Seite die Bremsaufnahme werden hier in der Umgebung gefertigt.
Wenn das Rad später Farbe bekommen soll, dann passiert das auch hier in der Umgebung, sodass wir im Prinzip eine sehr kompakte, lokale Fertigung anbieten können. Die Rahmen werden bei uns von Hand geschweißt, nachbearbeitet und gerichtet, sodass man hier eigentlich wirklich ja, von einem handgemachten Rahmen Made in Germany sprechen kann. Auch noch ein Augenmerk, was zum Thema Wartungsfreundlichkeit ist, unsere Bremsaufnahme. Bei allen unseren Bikes verwenden wir hinten keine eingeschraubten Gewinde in den Rahmen, eingeschnittenen Gewinde in den Rahmen, sondern wir verwenden sogenannte Tonnen. Das heißt, wenn man das Gewinde mal versaut, dann ist der Rahmen oder der Hinterbau nicht automatisch hinüber, sondern man nimmt sich eine neue Tonne und kann die Bremse im Prinzip wieder ordentlich montieren. Falls dir irgendwas an den Geometrien nicht zusagt, dann gibt es bei uns immer die Möglichkeit, eine Custom-Geometrie zu machen. Das heißt, schreib uns gerne eine Mail mit deinen Vorstellungen. Unser Konstrukteur wird sich dann mit dir in Verbindung setzen und sagen, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Und dann machen wir dir ein individuelles Angebot. Bei den Farben geht alles, was der RAL Classic Katalog hergibt. Da gibt es ein paar Standardfarben, die wir zu einem kleinen Aufpreis anbieten können und darüber hinaus eben dann, was es noch extra gibt, kostet ein bisschen mehr Aufpreis, findet ihr alles in unserem Konfigurator. Konfigurator ist ein gutes Stichwort. Auf unserer Website unter www.crossworks-cycles.com findet ihr zu jedem Bike einen Konfigurator. Alle Teile, die im Konfigurator sind, sind von uns approved und wir können für die Langlebigkeit der Teile einstehen. Die können wir ebenso alle liefern und sind kurzfristig verfügbar. Natürlich geht auch immer etwas mehr. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine elektrisch angesteuerte Stütze haben möchte, dann einfach Bescheid geben und wir passen dann das Angebot individuell an. Das war's zu unserem Dash. Ich hoffe, du konntest ein paar Informationen mitnehmen. Abonniere gern unseren Kanal, lass ein Like für das Video da und aktiviere die Glocke. Und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon ein Dash besitzt, was ihr damit fahrt, was waren eure coolsten Erlebnisse oder plant ihr euch ein Dash bei uns zu kaufen. Dann schreibt gern mit uns und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!